Herrschaft von Cheops und Kephren ist zu Ende. Mit ihnen endet auch die 4. Dynastie der ägyptischen Herrscherfamilien. Kentkaus, eine Verwandte aus einer Nebenlinie dieser Dynastie, hat einen neuen Pharao namens Userkaf geboren, sodass das königliche Geschlecht in gerader Linie fortbesteht. Mit Userkaf beginnt die 5. Dynastie, ein Zeitalter, das große Veränderungen mit sich bringen wird. Userkaf hat die Herrschaft über das Land etwas dezentralisiert und den regionalen Behörden mehr Macht zugestanden. Jetzt haben Nomarchen wie Sie größere Spielräume bei der Ausübung ihrer Regierungsgeschäfte. Dieser Pharao sinniert auch nicht über den Bau einer riesigen Pyramide nach, in der er ewige Ruhe finden kann. Ihn treiben ganz andere Pläne um. Pharao Userkaf hat Re, den Gott der Sonne und des Königreichs, zum König der Götter erklärt und plant, seine Herrschaft im ganzen Land zu verkünden. Es gibt in Ägypten bereits viele Sonnentempel, doch der Pharao wünscht, den größten Sonnentempel von allen, in Djedu, in der feuchten Delta-Region Unterägyptens, zu errichten. Wie fast im gesamten Delta gibt es auch in Djedu große Mengen an Wild, Fisch und anderen Tieren sowie eine üppige Vegetation. Bodenschätze allerdings sind Mangelware. So müssen sie den Sandstein, den sie für den Bau des Sonnentempels benötigen, aus den Steinbrüchen von On heranschaffen. In Djedu können sie Rinder züchten, um Fleisch zu erzeugen. Allerdings brauchen die Herden viel Stroh als Futter. Sie werden Land planieren müssen, um einen geeigneten Standort für den Sonnentempel vorzubereiten. Achten Sie darauf, genug, aber nicht zu viel von dem wertvollen Holz zu verkaufen, das Sie schlagen werden. Wenn es erst einmal weg ist, wird es möglicherweise schwierig, weiteres zu beschaffen. In Perchebit und Abjedu braucht man stets Holz und Wild. Wenn Sie also mit diesen Städten Handel treiben, dürfte das dazu beitragen, die Aufwendungen für das Errichten des heiligen Monuments wieder hereinzuholen. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Djedu, der Sonnentempel. Die Herrschaft des Cheops und des Kephren ist vorüber und ein neuer Pharao namens Userkaf aus der 5. Dynastie regiert nun Ägypten. Neben der Modernisierung der Verwaltung des Landes setzt er die Gottheit Re oder auch Ra als neuen Hauptgott ein. Aus diesem Grund schickt er unsere Familie ins Nildelta, wo wir Djedu gründen sollen und einen großen, prächtigen Sonnentempel für den neuen Hauptgott Re zu errichten. Unsere Stadt soll dabei eine Bevölkerung von 4.500 Einwohner haben, eine Wohlstandswertung von 40, eine Königreichwertung von 50, eine Kulturwertung von 45 und eine Monumentwertung von 13 sind dabei zu erreichen. Das Nildelta ist zwar üppig und fruchtbar und wir können dort jede Menge produzieren, allerdings Bodenschätze gibt es dort nicht. So müssen wir die Baustoffe für unseren Sonnentempel importieren. Die Kosten dafür wieder durch Exporte ausgleichen. Wieder ist eine gute Wirtschaft erforderlich. Für eine Wohlstandswertung von 40 müssen wir unsere Wohngebiete weiterentwickeln. Ja, und eine Kulturwertung von 45 bedingt, dass wir Einbalsamierungshäuser errichten müssen. Also wieder jede Menge, was wir organisieren müssen. Und wir schauen mal direkt in die Karte. Ja, im Nildelta haben wir üppige Vegetation und fruchtbare Flächen. Der Nil durchfließt hier unsere Karte und wir haben dadurch zwei große Landmassen. Hier im Westen eine große Landmasse. Ganz im Westen haben wir große Schilfbestände und auch hier fruchtbaren Nilschlamm. Und ganz im Süden, auf der westlichen Seite, haben wir große Waldbestände. Nach Osten haben wir die zweite große Landmasse hier, auch mit fruchtbarem Nilschlamm, etwas weniger Wald. Und ganz weit im Norden haben wir auch nochmal große Waldbestände und auch eine große Fläche, die wir landwirtschaftlich nutzen können. Schauen wir mal, was wir produzieren können. An Farmen haben wir nur Getreidefarmen. Wir können allerdings Fleisch, Wild und Fisch produzieren.
An Rohmaterial haben wir Holz und Schilf. Produzieren können wir Schmuck, Geschirr, Papyrus und Ziegel. Wir haben 3 Gottheiten, die wir huldigen können: Osiris, Re und Bast, wobei Osiris unser Schutzgott ist. Ja, und wie schon erwähnt, als Monument haben wir einen Sonnentempel zu errichten. Schauen wir mal, mit wem wir Handel treiben können. Jedu ist hier oben im Nildelta und unser nächster Handelspartner wäre On. On verkauft uns Fleisch, Ton, Schilf und Kalkstein in geringen Mengen, kauft bei uns Bier, Leinen, Edelsteine, Schmuck, Holz und Granit, auch in geringen Mengen. Weit unten im Süden haben wir die Oase Dungul als nächsten Handelspartner. Dungul verkauft uns größere Mengen Sandstein, Granit und Holz, Wild und Edelsteine in geringeren Mengen, kauft bei uns größere Mengen Bier und Papyrus, Ton, Geschirr und Schilf in geringen Mengen. Ja, und das sind auch unsere einzigen 2 Handelspartner. Ich hoffe aber, dass im Laufe der Mission noch weitere Handelspartner dazukommen. Unser Hauptexport wird Holz und Papyrus sein. Was ist nun der Plan? Für 4.500 Einwohner müssen wir auf beiden Landteilen große Wohngebiete errichten. So werden wir hier ein großes Wohngebiet errichten und natürlich auf der anderen Seite hier auch. Wir werden dann Produktionsstätten bauen und für den Holzabbau hier im Süden eine kleine Siedlung errichten und natürlich hier im Norden auch. Ja, und alles muss natürlich entsprechend mit Fährhäfen verbunden werden. Für den Bau des Sonnentempels müssen wir erstmal jede Menge Baustoff zur Verfügung stellen, bevor wir ihn überhaupt errichten können, so wie beim Obelisken. Klicken wir ihn hier an, sehen wir den interessanten Grundriss dieses Monuments. Und wenn ich ihn jetzt errichten möchte, kriege ich die Mitteilung, dass wir 220 Blöcke Sandstein benötigen, um ihn zu errichten. Wir werden also schnell, sobald die ersten Exporte laufen, mit dem Import des Sandsteins beginnen. Wir brauchen nämlich 7 Warenlager voll davon. Ja, so viel zum Plan. Beginnen wir nun mit der Gründung unserer Stadt Jedu und dem Bau des großen Sonnentempels des Res. Bevor wir nun mit dem Errichten unserer Wohngebiete beginnen, werden wir erstmal wieder die Fährhäfen bauen, um alle Landteile miteinander zu verbinden. So errichten wir hier einen Fährhafen. Ja, und für den Holzabbau müssen wir natürlich hier auch eine Verbindung zu den großen Waldbeständen herstellen. Hier im Norden werde ich das später machen. Wir werden jetzt erstmal im Süden mit dem Holzabbau beginnen. Ja, dann verbinden wir hier schon mal diese Fährhäfen miteinander und errichten nun jetzt unsere ersten Wohngebiete. So, wir haben jetzt hier unsere 2 Wohngebiete konzipiert. Hier das eine und auf der gegenüberliegenden Seite haben wir das andere Wohngebiet. Und in altbekannter Form werden wir jetzt erstmal die Pavillons errichten. Sowie die Basics. Ja, und das gleiche machen wir natürlich hier in diesem Stadtgebiet auch. Ja, und dann werden wir erstmal hier diese beiden Stadtgebiete mal so zur Hälfte parzellieren. So. Und hier auch. Ja, und wir werden, sobald wir freie Mitarbeiter haben, direkt mit dem ersten Exportgut beginnen. Das wird Papyrus sein. Ja, in altbekannter Form werden die Prioritäten gesetzt. Wir zahlen wieder etwas mehr Lohn und setzen die Steuern auf 0. Ja, und die Geschwindigkeit können wir jetzt auch wieder auf 70% stellen. Ja, und dann schauen wir mal, wo unsere Bürger einwandern. Ah ja, sie kommen von der westlichen Seite. Ja, warten wir jetzt, bis genügend Mitarbeiter für die Produktion von Papyrus bereitstehen.
Ja, die Parzellen sind jetzt alle besiedelt und jede Menge neue Bürger wandern noch in unsere Stadt ein. Die Papyrusproduktion werde ich hier etablieren. Wir haben hier die großen Schilfbestände und dann sind die Wege relativ kurz. Die Oase Dungul ist ja unser Handelspartner, der Papyrus entsprechend kauft über eine Landhandelsroute. Die können wir eigentlich mal direkt eröffnen und Papyrus schon mal auf Export stellen. Ja, und dann müssen wir jetzt hier die Wege noch ein bisschen verändern, damit alles so passt, wie ich mir das vorstelle. Hier wird das Warenlager für Papyrus errichtet. Und dann werde ich jetzt diesen Weg hier nochmal etwas verändern. So, dann werden wir jetzt hier unsere Schilfsammelstellen errichten. Und dann kann hier auch eine Feuerwache und ein Architekturbüro noch errichtet werden. Sehr gut. Ja, und hier möchte ich eine kleine Siedlung noch etablieren, damit wir hier bei den ganzen Produktionen auch einen guten Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Wir haben allerdings bald kein Geld mehr, das macht nichts. Wir kriegen bestimmt noch was vom Pharao. Errichten wir hier unsere kleine Siedlung. Ja, kein Geld mehr. Was kriegen wir noch? Ach ja, damit kann man noch ein bisschen was errichten, nämlich Gärten für diese kleine Siedlung. Ja, und die kriegen natürlich ja auch eine Zisterne. Und wir bauen jetzt hier unsere Papyruswerkstätten. Wir bauen direkt 6 Stück. So, dann können wir auch die Geschwindigkeit jetzt wieder auf 70% stellen. Ja, und dann haben wir auch schon unser erstes Exportgut in der Produktion. Sehr gut. Errichten wir die Tempel für Osiris, Re, da kommt der Tempel hier hin, deswegen habe ich das extra aufgelassen. Ja, und Bast bekommt seinen Tempel hier in dem zweiten Wohngebiet. Ja, und ihr seht, wie jetzt hier das Schilf geerntet wird. Die Produktion für Papyrus wird direkt starten. Und da sehen wir schon den Karrenträger, der jetzt unsere Papyruswerkstätten mit Schilf versorgt. Ja, und wir haben schon 500 Einwohner in unserer Stadt. Ja, hier kommt unser Händler von der Oase Dungul. Ich werde ein Held sein, wenn ich diese Waren zurück nach Hause bringe. Und kauft nun Papyrus. Ja, und sobald wir das erste Papyrus verkauft haben, beginnen wir mit der Produktion des nächsten Exportgutes, nämlich Holz. Unsere Holzproduktion werden wir hier auf diesem Landteil etablieren. Dafür müssen wir jetzt allerdings hier etwas Wald roden, so, damit wir hier unsere kleine Siedlung errichten können. Ja, die Überschwemmung wird nur durchschnittlich ausfallen, aber ich denke mir mal, sobald wir Osiris noch einen Tempel errichten oder ein Fest abhalten, wird sich das auch verbessern. Ja, mittlerweile haben wir jetzt Schulden gemacht. Spenden wir unserer Stadt mal etwas Geld, also 500 Leben, damit wir wenigstens jetzt mal hier unsere Holzfällerlager errichten können. Da haben wir mal direkt 3 errichtet. Ja, und das Lagerhaus dafür kommt hier hin. Ja, auch diesen Bereich habe ich nochmal überarbeitet für das Lagerhaus. Ja, und wir haben die ersten Malaria-Fälle. Das werden wir als nächstes machen, die Gesundheitsversorgung unserer Stadt entsprechend sicherstellen. Aber jetzt brauchen wir erstmal das Lagerhaus für Holz. Das kommt jetzt hier hin. Ja, und das stellen wir jetzt mal direkt ein für Holz. Ja, die Geschwindigkeit dann auch wieder auf 70. Ja, und wir haben jetzt hier auch nochmal eine kleine Siedlung errichtet, ebenfalls um einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewährleisten für die ganzen Produktionsstätten, die wir hier errichten wollen. Holz wird von On entsprechend gekauft.
300 Deben kostet diese Handelsroute und es ist eine Seeroute. Ja, Papyrus ist jetzt gerade verkauft worden. Jetzt können wir die Handelsroute nach On eröffnen und können auch Holz entsprechend sofort komplett exportieren. Ja, dafür brauchen wir natürlich noch einen Dock. Das Dock errichten wir hier. Ja, damit haben wir jetzt unsere Hauptexportgüter in der Produktion. Wir werden jetzt erstmal die Gesundheitsversorgung aufbauen. Mit einer Arztpraxis und natürlich mit einer Apotheke. Und wir müssen das jetzt wirklich in jeder Siedlung entsprechend so errichten. Ja, um die Gesundheitsversorgung noch zu verbessern, müssen wir natürlich jetzt mal Nahrungsmittel herstellen. Der Nil hat die fruchtbaren Flächen hier noch überschwemmt, aber wir errichten jetzt schon mal hier ein Arbeitslager, damit wir Getreide produzieren können. Man muss aber hier definitiv die Sperre hin. Hier werden wir aber auch schon ein Arbeitslager errichten. Dann können wir auf beiden Seiten entsprechend Nahrungsmittel produzieren. So, hier kommen aber noch eine Feuerwache und ein Architekturbüro hin. Ja, mit Holz haben wir wirklich jetzt ein weiteres sehr lukratives Exportgut. Unsere Stadtkasse ist wirklich gut gefüllt. Ja, und Osiris ist sehr unzufrieden mit uns. Das sieht nicht gut aus. Wir sollten sofort noch einen Tempel für Osiris errichten. Der kommt dann jetzt hier hin. Ja, leider haben wir einen kleinen Fluch von Osiris bekommen. Die nächste Überschwemmung wird schlechter ausfallen als erwartet. Das sollte nicht nochmal passieren. Ja, und wir haben unsere erste Forderung. Der Pharao wünscht 500 Deben von uns in 6 Monaten für das Fest für Re. Naja, wir haben ja jede Menge Geld in unserer Stadtkasse. Das können wir sofort verschicken. Sehr gut. Ja, und jetzt können wir auch unsere Farmen errichten. So, wir haben auf beiden Landmassen jetzt hier unsere 6 Getreidefarmen etabliert. Bauen wir noch schnell das Silo dafür. Ja, ich muss das hier glaube ich noch ein bisschen umbauen. Ich habe mich hier ein bisschen verbaut. Diese Straße muss weiter. So, damit ich hier mehr Warenlager errichten kann. So, hier kommt jetzt das Warenlager für das Getreide noch hin. Und dann das Silo kann dann entsprechend eingestellt werden. Maximal holen. Ja, und hier müssen wir natürlich das genauso machen. Das Silo kann hier hin. Das Warenlager dafür direkt daneben. Sehr gut. So, das Silo auch einstellen. So wie das Warenlager. So, und dann kann hier auch nochmal Feuerwache und Architekturbüro. Und dann bauen wir hier noch einen Schrein für Re. Ja, und dann müssen wir hier auch mal entsprechend dieses Wohngebiet weiter parzellieren. Und hier auch. Ja, und die Königreichswertung ist gestiegen, da wir die 500 Deben geschickt haben. Ja, und 1000 Einwohner haben wir jetzt schon in unserer Stadt Jedu. Ja, und die erste Ernte wird eingefahren. Ja, ich denke mal, wir können jetzt das eine Stadtgebiet hier schon mal mit einem Bazar versorgen. Diesen entsprechend einstellen. Und dann denke ich mir mal, können wir die Entwicklung unserer Stadt weiterlaufen lassen? Ich würde jetzt anfangen, hier ein Warenlager zu errichten und Sandstein schon zu importieren. So, und dann können wir hier unsere 220 Blöcke einkaufen. Gut, die Oase Dungul verkauft uns 25 Blöcke pro Jahr. Also knapp 10 Jahre brauchen wir, wenn wir jetzt kontinuierlich Sandstein einkaufen.
Ja, unsere Papyrusproduktion ist hier wirklich sehr gut angesiedelt. Von hier kommen unsere Handelskarawanen über den Landweg und haben es wirklich nicht weit, um hier Handel zu betreiben. Das sieht man auch an unserer Stadtkasse, die gut gefüllt ist. Ja, mit der prall gefüllten Kasse können wir doch auch schon unseren Festplatz hier errichten. Und dann werden wir direkt Osiris mal ein Fest abhalten. So, und dann können wir auch hier jetzt den Musikpavillon errichten. Und dieses Wohngebiet hier komplett parzellieren. Ja, und dann gönnen wir unseren Bürgern auch schon mal eine Jonglierschule. Ja, und das gleiche machen wir hier auch. Ja, trotz unserer Gesundheitsversorgung haben wir immer noch Malaria-Fälle. Ja, hier in der Nähe der Schilfbestände. Schauen wir mal in die Spezialkarten. Ja, da sehen wir müssen, glaube ich, hier noch eine Apotheke errichten. Ja, und eine hervorragende Überschwemmung das nächste Jahr. Wunderbar. Osiris ist wieder milde gestimmt mit uns. So, die anderen Stadtgebiete haben aber alle eine gute Versorgung. Das sind ja hier die neu parzellierten Bereiche. Dann gucken wir auch mal direkt bei den Risiken. Feuer, das geht. Ja, doch, das sieht alles gut aus. Unser erstes üppiges Fest für Osiris, sehr gut. Ja, und Schäden. Ja, das sieht auch alles gut aus. Na, hier, das sieht nicht so gut aus. Da brauchen wir definitiv noch ein Architekturbüro. Ja, und ihr seht, das erste Warenlager ist schon voll mit Sandstein. Da kann direkt das nächste gebaut werden. Beziehungsweise ich baue direkt 2 hier. Ja, das läuft doch alles ganz gut. Ich bin ziemlich zufrieden. Also vor allem, dass wir eine so prall gefüllte Kasse haben. Ja, für unsere kleinen Siedlungen können wir mal hier Bühnen bauen. Das sollte eigentlich reichen für die weitere Entwicklung. Ja, und wir haben jede Menge Arbeitslose und jede Menge Geld. Das ist immer der Startschuss für den Tempelkomplex. Der kommt jetzt hier hin. Passt doch wunderbar hier rein. So, und dann kommt hier auch nochmal zum Schutz eine Feuerwache und ein Architekturbüro hin. Sehr gut. Und dann bauen wir hier direkt schon noch Tempel für Reh und für Bast. Eine neue reiche Ernte ist eingefahren worden. Wir werden jetzt das zweite Stadtgebiet mit einem Bazar versorgen. Ja, und ich denke, wir können hier durchaus auch noch einen Dock errichten. Ja, und der Nil zieht sich wieder zurück. Wir werden mal unsere Getreideproduktion etwas erhöhen. Bevor wir das aber machen, fordert eine Stadt Waren, und zwar die Oase Dungol. 500 Einheiten Wild in 6 Monaten. Okay. Ja, hier ist das einzige Wildvorkommen in Form dieses Vogelschwarms. Wir werden jetzt hier direkt 2 Jagdhöfe bauen. Gucken wir mal, ob die hier hinpassen. Ja, und wieder eine hervorragende Überschwemmung. Wunderbar. Oh, wie schade. Hier passt er nicht hin. Dann kommt er hier hin. So. Und dann brauchen wir ein Warenlager für Wild. Sehr gut. Ja, und dann müssen wir natürlich Wild auch hamstern. Die 500 Einheiten Wild kriegen wir schnell zusammen. In der Zwischenzeit bauen wir noch weitere Arbeitslager. Wir wollten ja unsere Getreideproduktion erhöhen.
Ja, so schnell konnten wir die Forderung erfüllen. Sehr gut. Dann verschicken wir diese direkt. Und dann können wir auch die Silos jetzt entsprechend einstellen, dass wild angenommen werden kann. Ja, und hier dieses Silo kann wild sogar fordern. So, ein Viertel. Ja, und dann können wir auch die Basare entsprechend so einstellen, dass wild eingekauft werden kann. Ja, und dann stellen wir auch wild jetzt entsprechend zur Verfügung. Super, so haben wir schon die zweite Nahrungsmittelart für unsere Bevölkerung. Ja, und wir haben direkt schon die nächste Forderung, nämlich 700 Einheiten Fisch. Okay. Ja, für Fisch brauchen wir natürlich eine Werft. Die errichten wir sofort hier hin. Ja, und dann brauchen wir Fischereihäfen. Ich glaube, hier passt einer hin. Hier. Ja, und dann bauen wir hier auch noch einen hin. Ja, und dann können wir dieses Warenlager doch hier auch für Fisch freigeben, damit die Forderung entsprechend erfüllt werden kann. Ja, und Malaria ist weiterhin ein Problem für uns. Ja, und wir haben einen verbesserten Handel mit der Oase Dungol, da wir das Wild zur Verfügung gestellt haben. Wir können jetzt mehr Sandstein importieren. Ja, hier haben wir halt ein Problem mit Malaria. Ich hoffe mal, dass sich das mit der besseren Nahrungsmittelversorgung bald bessert. Ja, wir können jetzt 40 Blöcke Sandstein importieren. Super, das geht dann jetzt wesentlich schneller für unseren Sonnentempel. Ja, und unsere Getreidefelder haben wir jetzt auch hier entsprechend erweitert. Ja, und neue Bürger wandern in unsere Stadt ein. Ja, das mit dem Arbeitslager werde ich hier noch etwas ändern. Hier wollte ich eigentlich den Bazar für die kleine Siedlung errichtet haben. Jetzt, wo wir so viel Nahrungsmittel produzieren, können wir nämlich unsere kleinen Siedlungen auch entsprechend mit Nahrungsmittel versorgen. Das Arbeitslager kommt dann jetzt hier hin und dafür werden wir die Sperre versetzen. Ja, wo sind eigentlich die Fischvorkommen? Das würde mich auch mal interessieren. Hier haben wir nur unsere Nilpferde, die uns Gott sei Dank nicht gefährlich werden können. Okay, hier haben wir ein Fischvorkommen. Das ist natürlich doch ein bisschen weiter weg. Mal gucken, ob wir das zeitlich schaffen mit unserer Forderung. Ja, und hier oben im Norden haben wir auch nochmal Fischgründe. Ja, diese kleine Siedlung wird jetzt auch mit einem Bazar versehen. Der kann hier hin und dann werde ich jetzt hier noch ein Silo errichten. Dieses Silo wird jetzt wirklich nur Getreide annehmen und dieses Silo hier wird nur Wild fordern. Weil wir haben jede Menge Wild hier in unserem Warenlager. Das kann jetzt wirklich gut für unsere Bevölkerung genutzt werden. Ja, und den Bazar, den stellen wir auch noch schnell ein. Ja, und wir haben mittlerweile 2000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, und dann können wir hier noch einen Schrein für Bast errichten. Apropos, unsere Gottheiten. Ja, die sind soweit zufrieden. Allerdings werden wir jetzt mal ein Fest für Bast abhalten. Ja, die 700 Einheiten Fisch haben wir dann nur noch im Zeitrahmen geschafft. Können wir sofort verschicken. Sehr gut. So, das Warenlager haben wir auch wieder umgestellt. Ja, und dieses Silo müssen wir auch noch umstellen. Ich werde allerdings jetzt hier Wild nicht mehr annehmen lassen. Hier wird jetzt der Fisch entsprechend angenommen. Wir haben ja auf der anderen Seite des Nils ein zweites Silo gebaut, nur für Wild. Und hier werden wir wahrscheinlich auch noch ein zusätzliches Silo nur für Fisch bauen. Die nächste Überschwemmung wird nur durchschnittlich. Okay, aber ich denke mir mal, wir haben eine gute Nahrungsmittelversorgung. Ja, und unsere Warenlager mit Sandstein sind bald alle gefüllt. Ich baue hier direkt die nächsten 3 und stelle sie entsprechend ein. Ja, und ein Warenlager
Für den Sandstein wird wieder auf maximal holen eingestellt. Sehr gut. Und wir haben unser üppiges Fest für Bast. Ja, errichten wir doch erstmal unseren kleinen Stadtpalast. Den errichten wir hier. Und dann können wir die Steuereintreiberbüros auch schon errichten. Und die Steuern stellen wir mal auf 8%. Das sollte eigentlich reichen. Ja, die Stadtgebiete sind schon recht groß. Wir bauen jetzt den zweiten Bazar schon. Und wir haben eine neue Forderung von der Stadt Abydos, die um 1000 Einheiten Holzbretter bittet. Okay, in 12 Monaten. Ja, und wir haben 3000 Einheiten im Warenlager. Das können wir sofort verschicken. Sehr gut. Ja, es läuft doch alles wunderbar hier. Ich denke mal, wir werden jetzt mal mit der Geschirrproduktion beginnen. On verkauft uns ja Ton. Und wir können sogar die Überschüsse von Geschirr an die Oase Dungul verkaufen. Gut, ich würde vorschlagen, wir bauen noch einen Dock hier hin, weil ich möchte die Geschirrproduktion hier entsprechend aufbauen. Und da ja Ton über einen Seehandel hier entsprechend importiert wird, bauen wir noch einen Dock hier hin. Ja, und eine Handelsroute kann eingerichtet werden nach Dashur, da wir die 700 Einheiten Fisch zur Verfügung gestellt haben. Super. Ja, und Dashur verkauft uns größere Mengen Stroh und Kalkstein, Gerste und Bier in geringen Mengen und kauft bei uns größere Mengen Ziegel, einfachen Stein, Edelsteine und Granit in kleinen Mengen. Ja, mit Dashur haben wir jetzt den Handelspartner, der Gerste und Bier verkauft. So können wir unsere Stadt auch weiterentwickeln. Ja, die können wir direkt eröffnen. Eine Landroute, gut. Wir errichten aber jetzt mal hier unsere Geschirrproduktion. Dafür bauen wir hier 2 Warenlager. Eins für Geschirr und das andere für Ton. So, und dann bauen wir das so hier rum. Das ist doch gar nicht so schlecht. Genau. Wir importieren mal 800 Einheiten Ton und bauen 4 Töpfereien. Ja, und wir können eine Handelsroute nach Abydos einrichten, da wir die 1000 Einheiten Holzbretter geschickt haben. Ja, so kriegen wir eine Handelsroute nach der anderen eröffnet. Und ein verbesserter Handel, nämlich mit der Stadt On, die jetzt mehr Bier handeln möchte. Okay, da sind wir noch gar nicht so weit. Ich ändere das hier noch ein bisschen um. Mal wieder. So, wir werden es jetzt ein bisschen umändern. Dieses Warenlager wird jetzt den Ton annehmen. Dieses Warenlager wird Geschirr annehmen. Und dieses Warenlager wird jetzt Getreide annehmen, weil ich hier in dem Bereich ein zusätzliches Silo noch bauen möchte für den Fisch. Ja, und ein verbesserter Handel. Jetzt möchte On noch mehr Holzbretter kaufen. Ja, und eine perfekte Überschwemmung fürs nächste Jahr. Was möchte man mehr? So, hier ist jetzt mein Silo nur für Fisch. Und dieses Silo kann jetzt wirklich nur Getreide annehmen. Dann haben wir eine sehr schöne Trennung jetzt hier. Ja, gerade das Silo für Fisch eingerichtet, erhalten wir eine Forderung nach 600 Einheiten Fisch von der Stadt Unit in 6 Monaten. Gut, dann werden wir dieses Silo direkt mal wieder umstellen. Hier dieses Warenlager mit dem Geschirr kann noch Fisch aufnehmen. Ja, und der Fisch wird natürlich gehamstert. Gut.
Ja, unser Handelspartner On handelt nun mehr Holz. Und zwar kauft er jetzt 2500 Einheiten Holz. Das ist sehr gut. Ja, wir können jetzt eigentlich auch mal unseren Familienwohnsitz errichten. Der kann jetzt hier hin. Da werden wir jetzt auch nochmal Tempel errichten. Ja, und Bast ist sehr erfreut. Wir kriegen eine Segnung, indem Bast für alle Götter ein Fest ausrichtet. Sehr schön, vielen Dank. Du bekommst auch direkt einen Tempel. Ja, ich denke, wir können auch schon die Gerichte bauen. So, hier kommt jetzt noch ein Warenlager hin, welches Geschirr fordert. Und zwar so 1/4, damit dieses Wohngebiet ja auch gut mit Geschirr versorgt wird. Und es brennt ein Arbeitslager. Okay, gut. Da können wir jetzt ja auch nochmal eine Feuerwache errichten. Ja, die Forderung kann erfüllt werden. 1 Monat haben wir noch. Das war jetzt doch knapp. Ja, und Holz wird teurer. Also unsere Exporte werden noch lukrativer. Sehr schön. Ja, dann verschicken wir sofort den Fisch. Und können das hier jetzt auch wieder einstellen. So, das Warenlager kann jetzt mal hier den Fisch wegschicken. Ja, und das Silo nimmt den Fisch wieder an. Und die Ware kann wieder gehandelt werden. Sehr schön. Alles läuft hier so, wie ich mir das vorstelle. Ja, hier unsere kleine Siedlung bei den Holzfällerlager. Kommt jetzt auch mal ein Bazar. Ja, und ich habe ganz vergessen, dass wir ja Abydos als neuen Handelspartner haben. Und Abydos verkauft uns größere Mengen Gerste, Bier und einfachen Stein sowie Fisch und Lein in geringeren Mengen, kauft bei uns jede Menge Holz, größere Mengen Papyrus, Ziegel, Wild, Ton, Kalkstein, Granit und Sandstein in geringeren Mengen. Ja, mit Abydos haben wir den Handelspartner, der uns das Leinen verkauft. Ja, und auch noch zusätzlich Gerste und Bier. Und wir können durch diesen Handelspartner noch jede Menge Holz und Papyrus zusätzlich verkaufen. Da müssen wir die Handelsroute sofort eröffnen. Ja, ich möchte jetzt, wo wir so viel Holz jetzt verkaufen können, noch einen zweiten Standort für die Holzproduktion errichten. Vorerst kriegt aber diese Siedlung hier noch einen Tempel. So. Ja, wir werden hier im Norden unsere zweite Holzfällersiedlung errichten. Dafür brauchen wir natürlich erstmal eine Verbindung mit Fährhäfen. Ja, da können wir hier rüber. Ja, und dann bauen wir jetzt hier unsere Siedlung auf. Ja, und eine weitere Handelsroute kann eingerichtet werden, da wir die 600 Einheiten Fisch zur Verfügung gestellt haben, nämlich mit Unit. Ja, und eine Segnung von Osiris. Die nächste Überschwemmung wird noch viel besser ausfallen als erwartet. Wunderbar. Ja, hier ist unsere zweite Holzfäller-Siedlung mit all den entsprechenden Einrichtungen. Wir bauen jetzt hier noch ein Warenlager, was das Holz aufnehmen kann. Weil der Weg zum eigentlichen Holzlager ja viel zu weit ist. Ja, Unit verkauft uns größere Mengen Fleisch und Ton sowie Geschirr, Kalkstein, Granit und Kupfer in geringeren Mengen und kauft bei uns größere Mengen Stroh. Diese Seehandelsroute werden wir auch eröffnen. Ja, und ihr seht, dieser Bazar hier, in dieser kleinen Holzfällersiedlung, hat keine Nahrungsmittel. Wir werden jetzt hier ein Silo errichten. So, und dieses Silo kann jetzt Wild annehmen und Getreide so 1/4 fordern. Wir haben ja mehr als genug, sodass hier auch die Siedlung sich weiterentwickeln kann.
Ja, und mit den neuen Handelspartnern schießt unsere Stadtkasse in die Höhe. Wir haben also keine Geldsorgen mehr hier. Ja, um jetzt diese zweite Holzfällersiedlung auch mit Nahrungsmitteln zu versorgen, bauen wir erstmal hier einen Bazar. Allerdings haben wir jetzt hier keinen Platz für ein weiteres Silo. Das werden wir jetzt tatsächlich hier errichten. So, und auch dieses Silo wird jetzt hier etwas Getreide fordern. So. Und hier werden wir jetzt Folgendes machen. Wir werden hier jetzt tatsächlich noch Rinderfarmen errichten. So 3 Stück. Und dieses Silo ist das einzige, was tatsächlich jetzt hier Fleisch annimmt. Stroh haben wir ja genug auf unseren Feldern. Wir errichten aber hier noch ein Warenlager für Stroh. Ja, und wir werden hier tatsächlich noch ein paar Fischereihäfen bauen. Jetzt haben wir so viele neue Betriebe gebaut, dass wir jetzt Mitarbeiter brauchen. Wir werden jetzt hier im ersten Stadtgebiet das Geschirr freigeben. Ja, und Bier und Leinen werden wir jetzt erstmal nicht freischalten. Das ist ja jetzt durch die neuen Handelsrouten freigeschaltet worden hier. Das stellen wir mal eben um. Und dann kann sich dieses Stadtgebiet ja auch entsprechend weiterentwickeln. Ja, und ich würde sagen, wir bauen tatsächlich noch eine Rinderfarm. Ja, wir erwirtschaften so viel Geld, dass wir jetzt mal unsere Wohngebiete verschönern. In altbekannter Weise mit Plätzen. Ja, und auch hier unsere kleine Siedlung würde ich ja gerne verschönern, aber da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was umbauen müssen, damit die Attraktivität hier gesteigert werden kann. Aber hier können wir verschönern. Ja, und mittlerweile haben wir 3000 Einwohner in Jedu. Ja, und hier unsere kleine Siedlung bei den Docks und den Silos. Das war schon ein bisschen schwieriger, die Attraktivität zu erhöhen. Da haben wir jetzt mit 2 mittleren Statuen etwas ausgeholfen. Ja, und hier unsere Siedlung bei den Holzfällern hat jetzt auch Nahrung und hat sich auch entsprechend weiterentwickelt. Ja, und unser erstes Wohngebiet hat sich prächtig hier entwickelt, wo wir jetzt Geschirr freigeschaltet haben. Und wir haben mittlerweile die 220 Blöcke Sandstein. Sehr schön, wir können jetzt mit dem Bau unseres Sonnentempels beginnen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Den Sonnentempel möchte ich gerne hier errichten. Ja, und wir sehen jetzt, wie hier dieser Obelisk errichtet worden ist. Und wir sehen hier den Rest des Baufeldes. Wir werden jetzt erstmal hier die ganzen Warenlager abräumen. Wenn wir den Vorarbeiter unseres Sonnentempels besuchen, stellen wir fest, dass wir noch 160 Blöcke Sandstein, also 40 Ladungen, brauchen. Wir benötigen aber dann wirklich nur noch ein Warenlager für Sandstein. Und ich werde jetzt diesen Bereich hier entsprechend neu konzipieren, weil wir brauchen nämlich auch jetzt Gilden, nämlich die Zimmermannsgilde und die Steinmetzgilde, und ich möchte noch ein paar Arbeitslager errichten. Ja, unsere Baugilden habe ich jetzt hier bei dem Silo für unsere zweite Holzfällersiedlung errichtet. 2 Zimmermannsgilden und 2 Steinmetzgilden, und ich musste hier relativ viel für die Attraktivität tun, da Baugilden wirklich einen schlechten Einfluss haben. Aber wir haben das hier ganz gut hinbekommen. Ich errichte jetzt hier noch jeweils 2 Arbeitslager. Und dann kann der Bau hier entsprechend vonstatten gehen. Wir sehen hier den Zimmermann, der jetzt Gerüste an dem Obelisken errichtet. Ja, und die Mitarbeiter aus dem Arbeitslager haben hier den Baugrund auch schon entsprechend vorbereitet. Ich bin mal gespannt, wie dieses Bauwerk aussieht, wenn es fertig ist.
Ja, wir kriegen nur eine durchschnittliche Überschwemmung, aber unsere Gottheiten sind eigentlich recht zufrieden mit uns. Feiern wir nochmal ein Fest für Bast. Ja, und hier im zweiten Wohngebiet kann jetzt auch entsprechend Geschirr eingekauft werden. Ja, Bier und Wein müssen wir ja auch ausschalten. Ja, wir errichten jetzt hier ein Warenlager für Leinen. Und importieren jetzt dieses Gut. Ja, ich denke mir mal so 800 Einheiten können wir schon gut gebrauchen, weil ich errichte jetzt hier schon mal die Einbalsamierungshäuser. Ja, wir brauchen noch eine Zahnarztpraxis. Ja, und wir kriegen eine Segnung von Bast. Häuser und Basare werden mit einem Überfluss von Nahrungsmitteln und Waren ausgestattet. Ja, beginnen wir mit der Bierproduktion. Das wird hier auf dieser Seite erfolgen. Dafür muss ich jetzt leider hier dieses Warenlager mit dem Wild abreißen und ein neues errichten, weil hier wird Gerste eingelagert. So, und dieses Warenlager, wo Geschirr eingelagert wird, nimmt zusätzlich noch Bier auf, und zwar 3/4. Dann können wir jetzt die Gerste importieren. 800 Einheiten. Und dann bauen wir mal 4 Brauereien. Ja, unsere Steinmetze haben schon angefangen, den Obelisken des Sonnentempels zu bearbeiten. Und wir sehen, wie farbprächtig dieses Bauwerk ausgearbeitet wird. Ja, der Obelisk ist fertig ausgeschmückt, sehr schön mit den ganzen Ornamenten. Ja, und wir können jetzt sehen, wie die Mitarbeiter aus dem Arbeitslager das Umfeld des Sonnentempels weiter ausdekorieren. Ja, und die erste Steinladung Sandstein wird zu unserem Steinmetz gebracht. Ja, und das Tor zum Sonnentempel ist schon errichtet worden. Ja, und Bast ist glücklich mit uns. Ein Fest für alle Gottheiten. Das ist sehr schön. Ja, und ihr seht, ich habe wieder mal einen Basar nicht richtig eingestellt. Irgendein Basar kauft Bier ein. Dieser ist es nicht. Dieser auch nicht. Warum entwickeln sich diese Gebäude? Das verstehe ich nicht. Ja, und die weiteren Sandsteinladungen werden zu unserem Sonnentempel gebracht. Ich bin mal gespannt, was daraus errichtet wird. Ja, so wie es aussieht, wird eine Umfassungsmauer um den Sonnentempel errichtet. Ja, während der Sonnentempel errichtet wird, werden wir jetzt mal unsere Wohngebiete weiterentwickeln. Jetzt kann hier tatsächlich auch Bier eingekauft werden. So, dafür werde ich jetzt hier dieses Warenlager anweisen, wo wir den Leinen gelagert haben, Bier zu fordern. 1/4, das sollte eigentlich reichen. Ja, das gleiche machen wir hier auch. Dann könnt ihr jetzt hier auch Bier einkaufen. Ja, und wir brauchen ja eigentlich auch noch Tanzschulen, stelle ich gerade fest. Gut, dann kann eine hier hin. So, und die andere Tanzschule kommt hier hin. Und wir haben eine Lohnerhöhung. Ja gut, 32 Deben, da bekommt ihr jetzt 33. Ja, und Re segnet uns. Unsere Exportprodukte erzielen 50% mehr Gewinn. Naja, an Geld soll es uns jetzt hier eigentlich nicht mehr mangeln. Ja, solange der Sonnentempel noch nicht fertiggestellt ist, können wir unseren Tempelkomplex aber vervollständigen mit dem Altar des Sobek
und dem Orakel des Min. Ja, und ich habe auch unsere Wohngebiete hier nochmal mit Plätzen verschönert und sie haben sich jetzt auch entsprechend weiterentwickelt. Jetzt fehlen noch die Schreibschulen. Dafür werden wir jetzt bei Papyrus ein Limit einstellen auf 500 und dann können sich die Wohngebiete auch weiterentwickeln. Ja, wir haben 10% Arbeitslosigkeit. Ich werde jetzt diesen Bereich hier auch nochmal überarbeiten. Ich möchte gerne tatsächlich hier mal eine Bibliothek errichten. Deswegen habe ich das Limit auch bei Papyrus auf 500 gestellt, weil wir brauchen ja 500 Einheiten, um die Bibliothek überhaupt zu bauen. Ich glaube, ich werde die Papyrus-Produktion noch etwas vergrößern. Wir haben nochmal 3 Papyrus-Werkstätten errichtet und jetzt haben wir hier auch mittlerweile 3 Schilfsammelstellen. Ja, und hier dieses Wohngebiet habe ich dank einer mittleren Statue jetzt auch so weit aufgehübscht, dass es sich auch entsprechend weiterentwickeln konnte. Ja, wir brauchen nur noch 8 Blöcke Sandstein, das sind 2 Ladungen. Ja, und die haben wir hier direkt im Warenlager schon drin. Wir können den Import von Sandstein jetzt entsprechend einstellen. Ja, und während die letzte Steinladung zum Sonnentempel gebracht wird, ändere ich hier diesen Bereich noch schnell um. Ja, und die letzte Steinladung wird gerade zum Steinmetz gebracht. Und der Sonnentempel ist fertiggestellt. Ja, ein prachtvolles Bauwerk. Sehr schön. Ja, und wir haben jetzt hier noch eine kleine Schmuckproduktion entsprechend etabliert. Ein Blick auf die Wertungen zeigt, dass wir alle Wertungen entsprechend erreicht haben. Ja, und das Bevölkerungsziel ist auch fast erreicht. Wir werden jetzt hier bei den Basaren noch Leinen freigeben. Dann entwickeln sich die Gebäude weiter und dann sollte eigentlich auch das Bevölkerungsziel erreicht sein. Zeit, uns Jedu noch mal kurz anzuschauen. Ja, hier unser erstes Wohngebiet mit dem schönen Sonnentempel, dem Stadtpalast, sowie die Produktion von Papyrus, Fleisch, Geschirr, Fisch und Schmuck. Auf der anderen Seite unser zweites Wohngebiet mit dem Tempelkomplex der Osiris und unserem Familienwohnsitz sowie die Produktion von Bier und Wild. Im Süden haben wir hier unsere erste Holzfäller Siedlung und im Norden unsere zweite. Ja, und wo jetzt weitere Bürger in unsere Stadt einwandern und wir die 4500 Einwohner erreichen, beenden wir diese Kampagne. Wir haben es geschafft. Wir haben den prächtigen Sonnentempel des Rehs gebaut und wenden uns nun neuen Aufgaben zu. Hervorragend. Der grandiose Sonnentempel, den Sie errichtet haben, ehrt sowohl Re als auch den Pharao. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben wieder 2 Kampagnen zu bestreiten. Und die Überschrift dieser beiden Kampagnen besagte schon, der Niedergang des Alten Reiches. Mit diesen 2 Kampagnen beenden wir die große Ära des Alten Reiches. Die Oase Dakhla, Ordnung im Chaos, eine Wirtschaftskampagne. Und die Oase Dungul, raus mit den Schakalen, eine Militärkampagne. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin dabei seid und sage Tschüss, euer Dominus.